Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass du hier bist, um mit uns einzutauchen. Hallo auch von mir. Ja, super, dass du dabei bist. Heute nehmen wir uns Feste und Feiern in Deutschland vor. Und das Material, das wir dafür haben, ist ziemlich spannend, finde ich. Es sind persönliche Einblicke von zwei Personen, mir und Lukas. Genau, die erzählen so ein bisschen, wie sie diese Feste erleben. Fast wie kurze Momentaufnahmen so aus ihrem Leben gegriffen. Ja, und genau diese persönlichen Perspektiven wollen wir heute nutzen. Sie sind quasi wie kleine Fenster, durch die wir mal schauen können. Um ein Gefühl zu kriegen, ne? Für die deutsche Feierkultur. Was ist da so typisch? Gibt's vielleicht Unterschiede? Und was sagen uns diese Details über das große Ganze? Unsere Mission für die nächsten Minuten ist also, wir wollen anhand dieser Schilderungen besser verstehen, wie in Deutschland so gefeiert wird. Welche Rituale gibt's? Was kommt auf den Tisch? Wer feiert da eigentlich mit wem? Okay, dann lass uns mal anfangen, diese Eindrücke zu entschlüsseln. Ja, fangen wir doch mal mit einem Fest an, das eigentlich jeder kennt, aber das ja doch überall ein bisschen anders gefeiert wird. Dem Geburtstag. Gute Idee. Mir beschreibt das ja sehr, sehr anschaulich. Bei ihr zu Hause, da scheint es so eine feste Morgenroutine zu geben. Die Familie singt Happy Birthday. Und jetzt kommt's, es gibt Kuchen. Kuchen am Morgen? Ja, oft sogar Schokoladenkuchen. Stell dir das mal vor. Kuchen quasi zum Frühstück. Also, das hat doch was. Das klingt nach einem sehr süßen Start in den Tag im wahrsten Sinne des Wortes. Aber interessant ist, dass sie das als richtige Familientradition beschreibt, ne? Genau. Also nicht nur mal so, sondern was Wiederkehrendes, das den Tag irgendwie prägt. Und es geht ja weiter am Nachmittag. Dann kommen Freunde vorbei, es gibt Kaffee und schon wieder Kuchen. Aha, der Kuchen ist also ein zentrales Element? Scheint so. Und es wird gespielt. Aber Mia legt Wert auf eine Sache, das finde ich bemerkenswert. Sie sagt, Geschenke sind zwar schön, aber das Allerwichtigste ist das Beisammensein, die gemeinsame Zeit. Das ist ein wichtiger Aspekt, den sie da hervorhebt. Weg vom rein materiellen, mehr so das Erlebnis. Richtig. Und hier wird's jetzt spannend, wenn wir mal Lukas Schilderung daneben legen. Seine Erfahrung scheint da eine etwas andere Facette zu zeigen. Wie meinst du? Naja, er erzählt, dass er seine Freunde eher zum Abendessen einlädt. Man kocht oft gemeinsam, sitzt länger zusammen, feiert dann auch mal bis in die Nacht hinein. Ah, okay. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied im Timing und auch im Ablauf. Also nicht dieser klassische Nachmittagskaffee, Genau. sondern eher ein Abendevent, vielleicht sogar mit gemeinsamem Kochen. Das zeigt ja schon eine ziemliche Bandbreite, wie so ein persönlicher Feiertag aussehen kann. Exakt. Es gibt offenbar nicht die eine Schablone für den deutschen Geburtstag. Jeder macht das halt so, wie es passt. Und bei den Geschenken? Ergänzt Lukas da auch was? Ja, tut er. Er nennt so typische Mitbringsel wie Blumen, Bücher oder Schokolade. Also eher klassische, aufmerksame Gesten, würde ich sagen. Das passt ja wieder zu Mias Aussage. Stimmt. Es stützt so ein bisschen diese Idee, dass es vielleicht weniger um große, teure Präsente geht, sondern mehr um die Geste an sich, dass man an den anderen denkt. Okay, das fügt sich gut zusammen. Also, was nehmen wir jetzt aus diesen beiden Perspektiven für den Geburtstag mit? Wir sehen vor allem Variation, würde ich sagen. Mal steht die Familie im Vordergrund, so wie bei mir morgens und nachmittags. Mal sind es die Freunde am Abend, wie bei Lukas. Mal die gemütliche Kaffee- und Kuchenrunde, mal das ausgedehntere gemeinsame Abendessen. Aber der Kern? Der Kern scheint wirklich dieses gemeinsame Erleben zu sein. Das zieht sich durch beide Schilderungen. Es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen, sich auszutauschen, ja, einfach zusammen zu feiern. Gut auf den Punkt gebracht. Vom
sehr persönlichen Geburtstag springen wir jetzt mal zu einem Fest, das laut mir eine riesige Bedeutung hat. Sie nennt es sogar das wichtigste Familienfest in Deutschland. Jetzt wird's wirklich interessant. Weihnachten. Ja, Weihnachten, das hat in Deutschland kulturell einen enormen Stellenwert, das stimmt. Das deckt sich mit vielen Beobachtungen, das ist schon tief in der Tradition verwurzelt. Mia betont ja den 24. Dezember, also Heiligabend, als den zentralen Tag. Das ist ja international nicht überall so, ne? In manchen Ländern ist ja eher der 25. wichtiger. Richtig, hier ist es traditionell der Abend des 24. Und an diesem Abend, so erzählt Mia, kommt die ganze Familie zusammen. Und ein Element darf offenbar auf keinen Fall fehlen. Der Weihnachtsbaum. Sie beschreibt, wie er geschmückt wird mit Lichtern, Kugeln, Sternen. Ah ja, der Baum. Das erzeugt sofort ein Bild im Kopf, oder? Diese leuchtende Tanne im Wohnzimmer. Ein starkes visuelles Symbol für Weihnachten hierzulande. Absolut. Und neben dem Visuellen spielt natürlich auch das Kulinarische eine Hauptrolle. Klar, Essen ist bei Festen ja fast immer wichtig. Und darauf wollte ich gerade kommen. Mia nennt nämlich Beispiele für das Festessen und die finde ich bemerkenswert unterschiedlich. Einerseits Kartoffelsalat mit Würstchen, Ah, der Klassiker. andererseits eine Gans. Das ist ja eine enorme Spanne. Von sehr einfach und bodenständig bis hin zum aufwendigen Festtagsbraten. Diese Spanne ist tatsächlich typisch. Der Kartoffelsalat mit Würstchen ein Heiligabend ist in sehr, sehr vielen Familien verbreitet. Das hat oft praktische Gründe. Die Vorbereitungen sind ja oft stressig genug. Verstehe. Oder auch historische Gründe. Früher war der Heiligabend oft noch ein Fastentag oder man wollte es bewusst schlicht halten vor den eigentlichen Feiertagen. Die Gans oder ein anderer großer Braten kommt dann häufig erst am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Tisch. Ah, okay. Aber wie Mias Bericht zeigt, beides existiert nebeneinander als Heiligabendessen. Das ist nicht festgelegt. Das erklärt die Bandbreite. Und was passiert nach dem Essen? Mia verwendet das Wort Bescherung. Ja, die Bescherung. Das ist der Moment der Geschenkübergabe, also wenn die Päckchen unter dem Baum geöffnet werden. Das ist sicher für viele, besonders für Kinder, der emotionale Höhepunkt des Abends. Zweifellos. Die Bescherung ist ein ganz zentrales Ritual, aber was die Weihnachtszeit in Deutschland auch ganz stark prägt, und das kommt jetzt durch Lukas Schilderung ins Spiel, ist die öffentliche Dimension. Also das, was vor dem eigentlichen Fest passiert. Du meinst die Weihnachtsmärkte? Genau die Weihnachtsmärkte. Oh ja, die sind ja berühmt. Lukas scheint davon ja regelrecht zu schwärmen. Er spricht von Glühwein, diesem heißen Gewürzwein, Lecker. von Lebkuchen, den typischen Weihnachtsplätzchen, von den vielen Lichtern und der Musik überall. Das klingt nach einer ganz besonderen Atmosphäre. Und er verwendet ein Wort, das diese Atmosphäre super einfängt. Gemütlich. Ah, gemütlich. Ein schwieriges Wort zum Übersetzen, oder? Ja, nicht ganz einfach. Es beschreibt dieses Gefühl von Wärme, Behaglichkeit, einer angenehmen, entspannten Stimmung, oft eben in Gesellschaft. Diese Märkte sind ja gerade in der kalten, dunklen Jahreszeit wichtige soziale Treffpunkte im Freien. Man kommt zusammen, wärmt sich an einem Glühwein, quatscht ein bisschen. Eben. Man steht vielleicht draußen in der Kälte, aber durch die Lichter, die Gerüche, die Menschen entsteht diese warme, wohlige Atmosphäre. Das ist oft gemütlich. Verstehe. Wenn wir jetzt Mias und Lukas Berichte zusammenführen, was sehen wir dann für Weihnachten? Wir sehen ein ziemlich umfassendes Bild, finde ich. Da ist einerseits dieser sehr private, familiäre Kern an Heiligabend, den Mia beschreibt, also mit Baum, Essen, Bescherung. Mhm.
Und dann gibt es andererseits diese sehr öffentliche, gesellige Einstimmung in den Wochen davor, durch die Weihnachtsmärkte, die Lukas so hervorhebt. Und beides gehört irgendwie untrennbar zusammen für das deutsche Weihnachtserlebnis. Eine interessante Verknüpfung von privatem Rückzug und öffentlicher Geselligkeit. Okay, gut. Von der doch eher besinnlichen Weihnachtszeit machen wir jetzt einen Sprung zum Jahreswechsel. Der ist ja oft eher laut und ausgelassen. Silvester am 31. Dezember. Was erfahren wir darüber aus unseren Quellen? Hier scheint der Fokus, ähnlich wie bei Lukas Geburtstagsfeier, wieder stärker auf dem Freundeskreis zu liegen. Weniger auf der Familie, so der Eindruck. Das deckt sich mit Mias Beschreibung. Sie sagt auch, viele Leute treffen sich mit Freunden. Und auch hier spielt das Essen wieder eine zentrale, verbindende Rolle. Und was kommt da auf den Tisch? Raclette oder Fondue werden genannt. Das sind ja Mahlzeiten, die geradezu auf Geselligkeit ausgelegt sind, oder? Absolut. Das ist das Charakteristische daran. Raclette und Fondue machen das Essen selbst zur gemeinsamen Aktivität. Es ist nicht so, dass einer in der Küche steht und die anderen warten. Stimmt. Alle sind beteiligt, es ist interaktiv, kommunikativ und es dehnt sich über Stunden. Das passt natürlich perfekt zur Silvesterstimmung, wo man ja oft gemeinsam auf Mitternacht wartet und die Zeit irgendwie überbrücken will. Und dann kommt der große Moment. Punkt Mitternacht. Was passiert da? Feuerwerk. Genau, der Himmel leuchtet bunt, es ist laut und man stößt an, wünscht sich frohes neues Jahr, Glück und Gesundheit fürs kommende Jahr. Das ist ja so ein ziemlich universeller Moment des Übergangs, würde ich sagen. Ja, das Feuerwerk um Mitternacht ist tatsächlich international sehr verbreitet. Aber Lukas erwähnt noch ein Ritual, das zumindest früher als typisch deutsch galt, das Bleigießen. Bleigießen, das klingt ja irgendwie geheimnisvoll. Was hat es damit auf sich? Also, die Idee ist, man nimmt ein kleines Stück Blei, oft ist das schon in einer bestimmten Form, wie einem Hufeisen oder Kleeblatt. Das schmilzt man dann über einer Kerzenflamme in einem Löffel. Okay. Und das flüssige Blei kippt man dann ganz schnell, ruckartig, in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Es erstarrt sofort zu einer zufälligen, oft ziemlich bizarren Form. Und dann? Und diese Form soll dann gedeutet werden. Man versucht darin Figuren oder Symbole zu erkennen, die dann Hinweise auf die Zukunft im neuen Jahr geben sollen. So ein kleines Orakel für den Hausgebrauch, das oft zu viel Gelächter und wilden Interpretationen führt. Aha, eine Art spielerische Wahrsagerei für die Silvesternacht also. Das stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Das war es oft auch. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den Lukas hinzufügt, er sagt auch, dass dieses traditionelle Bleigießen heute kaum noch gemacht wird. Ach, warum das? Der Grund ist das Material selbst. Blei ist giftig. Die Dämpfe beim Schmelzen sind gesundheitsschädlich und die Entsorgung von dem Blei ist natürlich auch umweltschädlich. Ah, verstehe. Das heißt, aus Gesundheits- und Umweltgründen verschwindet dieser Brauch so langsam? Genau. Es gibt zwar inzwischen Alternativen aus Wachs oder Zinn, die so ähnlich funktionieren sollen, aber das ursprüngliche Bleigießen ist wirklich stark rückläufig. Und das ist an sich schon eine interessante Beobachtung aus den Quellen, finde ich. Es zeigt uns nämlich, dass Traditionen nicht in Stein gemeißelt sind. Sie werden hinterfragt, angepasst oder verschwinden sogar, wenn sie mit neuen Erkenntnissen oder Werten, hier eben Gesundheit und Umweltschutz, kollidieren. Das Bild der Kultur ist also dynamisch, nicht statisch. Ganz genau. Das ist ein wichtiges Stichwort. Dynamik. Kultur verändert sich. Das sehen wir hier am Beispiel des Bleigießens ja sehr deutlich.
Nun konzentrieren sich die Berichte von mir und Lukas ja stark auf Geburtstag, Weihnachten und Silvester. Aber Sie erwähnen ja auch noch andere Feste, oder? Die das Jahresrad der Feiern in Deutschland quasi weiterdrehen. Richtig, das Spektrum ist breiter. Und diese anderen Erwähnungen helfen, das Bild zu vervollständigen und auch die Vielfalt zu unterstreichen. Mir nennt zum Beispiel Ostern im Frühling. Das wird in ihrer Beschreibung mit bunten Eiern verbunden und mit dem Osterhasen, der diese Eier angeblich für die Kinder versteckt. Ja, Ostern. Das klingt nach einem Fest, das, ähnlich wie Weihnachten vielleicht, eine starke Familien- und Kinderkomponente hat. Ja, Ostern ist traditionell auch ein wichtiges Familienfest. Oft verbunden mit Bräuchen wie dem Osterfeuer, dem Osterspaziergang oder eben der Eiersuche im Garten. Die christliche Bedeutung tritt dabei manchmal ein bisschen in den Hintergrund gegenüber diesem Frühlings- und Familienfestcharakter. Und dann erwähnt mir noch etwas, das einen ganz, ganz anderen Charakter hat. Das Oktoberfest im Herbst. Ah ja, das Oktoberfest. Sie beschreibt es als riesiges Volksfest in München, weltbekannt für Bierzelte, Musik, Fahrgeschäfte und natürlich die typische Kleidung. Dirndl für Frauen, Lederhosen für Männer. Ja, das Oktoberfest steht natürlich in starkem Kontrast zu den bisher besprochenen eher privaten oder familiären Feiern. Das ist das Paradebeispiel für ein öffentliches Massenereignis. Stimmt. Das zieht ja Millionen Besucher an, auch viele internationale Touristen. Die Erwähnung in den Quellen, auch wenn sie nur kurz ist wichtig, weil sie eben diese enorme Bandbreite deutscher Festkultur aufzeigt. Vom intimen Geburtstagskuchen im Familienkreis bis hin zum global bekannten Volksfest. Das stimmt. Die Spanne ist wirklich riesig. Wenn wir jetzt mal versuchen, so einen roten Faden durch all diese verschiedenen Feste zu ziehen, die Mia und Lukas beschreiben, was wäre da das Gemeinsame? Gibt es da was Verbindendes? Lukas versucht am Ende seiner Schilderungen selbst so eine Art Fazit, das genau das anspricht. Er fasst zusammen, dass in Deutschland bei vielen Festen Familie und Freunde zusammenkommen. Okay. Und fast immer gehören gutes Essen, Musik und gemeinsames Lachen dazu. Das scheint so der Kern zu sein. Gemeinschaft, gutes Essen, Freude teilen. Das klingt ja erstmal nach einer ziemlich universell menschlichen Formel, oder? Ist es wahrscheinlich auch. Aber sie wird hier eben in spezifischen Formen gelebt. Mit Schokokuchen am Morgen, Kartoffelsalat an Heiligabend oder Raclette an Silvester. Ja. Wenn wir also die Essenz aus den Berichten von mir und Lukas ziehen, dann unterstreichen die einfach die enorme Bedeutung von Gemeinschaft und Geselligkeit in der deutschen Kultur. So wie sie sich eben in diesen Festen ausdrückt. Diese Feierlichkeiten wirken wie wichtige Ankerpunkte im Jahr, oder? Genau, Ankerpunkte, die dazu dienen, soziale Beziehungen zu pflegen, Traditionen weiterzugeben, auch wenn sie sich wandeln, wie wir beim Bleigießen gesehen haben, und ja, schlichtweg gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Und diese Gemütlichkeit, die Lukas bei den Weihnachtsmärkten erwähnt, Die unterstreicht vielleicht genau diesen Wunsch nach einer warmen, angenehmen, sozialen Atmosphäre. Das scheint wichtig zu sein. fassen wir also nochmal kurz zusammen, was wir aus den persönlichen Einblicken von Mia und Lukas mitnehmen konnten. Geburtstage werden unterschiedlich gefeiert, mal im Familienkreis mit Kuchen, mal abends mit Freunden und gemeinsamem Kochen, aber das Miteinander steht immer im Fokus. Richtig. Weihnachten ist das große Familienfest, an Heiligabend Baum, Bescherung, aber eben auch geprägt durch die geselligen Weihnachtsmärkte davor. Silvester wird oft mit Freunden verbracht, bei geselligem Essen wie Raclette oder Fondue und natürlich Feuerwerk, wobei alte Bräuche wie das Bleigießen im Wandel begriffen sind. Und
Wir haben gesehen, dass auch Feste wie das eher familiäre Ostern mit seinen Frühlingsbräuchen und das riesige öffentliche Oktoberfest zur vielfältigen Landschaft der deutschen Feierkultur gehören, wie sie zumindest in diesen Quellen angedeutet wird. Die zentrale Botschaft, die bei mir irgendwie hängen bleibt, ist wirklich, egal wie groß oder klein der Rahmen ist, ob Familie oder Freunde, ob traditionell oder modern interpretiert. Diese Feste scheinen vor allem dazu da sein, Menschen zusammenzubringen. Und das führt uns vielleicht zu einer letzten Überlegung, die wir dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mitgeben möchten. Oh, eine Frage zum Schluss. Ja, so eine kleine Denkanregung. Was glaubst du, verrät die Art und Weise, wie eine Kultur feiert, über ihre tiefer liegenden Werte? Spiegelt sich in dieser Betonung von Familie, Freundschaft und dieser oft beschworenen Gemütlichkeit, die in den deutschen Festen aus mir und Lukas Sicht so durchscheint, vielleicht etwas über die Prioritäten der Menschen hier wieder? Also was ihnen wichtig ist, Gemeinschaft, Tradition, vielleicht Genuss, Sicherheit. Genau, vielleicht eine interessante Frage, um auch mal die eigenen Beobachtungen oder Erfahrungen mit Feiern, egal wo auf der Welt, zu reflektieren. Was sagen Feste über uns aus? Eine spannende Frage zum Weiterdenken auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung deutscher Feste und Feiern angelangt. Vielen Dank, dass du uns auf dieser Reise durch die Schilderungen von mir und Lukas begleitet hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis bald.